Hallo, herzlich willkommen bei Selmas Recipes. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr mit nur wenig Aufwand aus rohen Kartoffeln einen leckeren Kartoffelgratin bzw. Kartoffelauflauf herstellen könnt. Viel Spaß beim Zuschauen! Als erstes bereite ich die Soße vor. Hierfür nehme ich einen Becher Schmand oder Creme fraiche, 120 ml Milch, ein Viertel Teelöffel Salz, etwas Pfeffer, etwas frisch geriebene Muskatnuss und die Blätter eines Thymianzweiges. Die Zutaten verrühre ich nun gründlich mit einem Schneebesen. Da die Kartoffeln nicht extra gewürzt werden, sollte die Soße etwas zu salzig schmecken. Als nächstes schäle ich die Kartoffeln. Für dieses Rezept verwende ich vorwiegend festkochende Kartoffeln, weil ihr relativ hoher Stärkegehalt die Soße bindet und die Scheiben nach dem Garen weich werden, ohne zu zerfallen. Die geschälten Kartoffeln spüle ich dann unter fließendem Wasser gründlich ab. Den Backofen heize ich auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vor. Zum Schneiden der Kartoffeln verwende ich hier einen Gemüsehobel, ihr könnt sie aber auch mit einem Messer schneiden. Mit Hilfe des Gemüsehobels schneide ich die Kartoffeln in etwa 2 mm dicke Scheiben. Die Kartoffelscheiben vermenge ich nun mit der Soße, sodass sie von allen Seiten benetzt sind. Anschließend fülle ich die Kartoffelscheiben mit der Soße in eine Auflaufform und streiche die Oberfläche glatt. Zum Schluss reibe ich noch etwa 150 Gramm Käse auf den Auflauf. Den Kartoffelauflauf lasse ich im vorgeheizten Backofen 45 bis 60 Minuten garen. Für den Fall, dass der Käse schneller bräunt als die Kartoffeln gar sind, könnt ihr die Auflaufform mit Alufolie abdecken. Den fertigen Kartoffelauflauf lasse ich vor dem Servieren etwas abkühlen und bestreue ihn noch mit Thymianblättern. Guten Appetit! So, das war's auch schon für heute. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr von meinen Rezepten sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal und aktiviert das Glöckchen, damit ihr immer sofort benachrichtigt werdet. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!